Grübeln und sich Sorgen machen ist meiner Meinung nach der aufrechterhaltende Faktor für psychische Störungen. Löst man demzufolge Grübeln und sich Sorgen machen auf, so können auch die anderen Symptome nach der Zeit nachlassen. Wusstest du, dass ich deine Gedanken lesen kann? Ich mache jetzt ein Geräusch und ich kann dir darauf sagen, was du für Bilder hier oben in deinem Kopf hast. Miau. Ja, ich weiß, du hast gerade hier oben eine Katze in deinem Kopf gehabt. Was sich gerade wie ein Scherz anhört oder irgendwie witzig oder absurd sich für dich anhören mag, ist aber tatsächlich wahr. Denn wir dürfen eines verstehen, und das sage ich auch immer wieder in meinen anderen Videos. Wir, du, ich, wir sind nicht unsere Gedanken. Sonst würdest du ja in dem Moment jetzt eine Katze sein. Oder ich bin deine Stimme in deinem Kopf. Und das ist schon das ganze Problem an diesen ganzen psychischen Störungen. Wir tun uns die ganze Zeit mit unseren eigenen Gedanken identifizieren. Wenn das wahr ist, dass wir unsere Gedanken sind, dann bist du auch eine Katze. Vielleicht bist du ein Kühlschrank, vielleicht bist du eine Schere etc., weil du diese Gedanken hier oben in deinem Kopf hast. Aber für gewöhnlich identifizieren wir uns nicht mit diesen Gedanken, dass ich eine Katze bin oder eine Schere etc. Aber wir identifizieren uns mit Gedanken, was wäre wenn? Oder warum habe ich damals dies oder jenes getan? Wir identifizieren uns mit diesen Geschichten und weil wir uns mit diesen Geschichten identifizieren, entstehen Gefühle. Wenn diese Gefühle dann entstehen, grübeln wir über diese entstandenen Gefühle nach. Das heißt, wir spüren im Bauch Angst, Wut, Unzufriedenheit, Ekel, Angst, Panik, was auch immer und grübeln dann über diese Gefühle nach. Oder wir machen uns Sorgen über diese Gefühle. Wir machen uns dann Sorgen darüber, warum habe ich diese Angstgefühle? Wann gehen die wieder weg? Wieso habe ich diese Gefühle in dieser und jener Situation? Das führt natürlich dann dazu, dass diese Gefühle noch weiter intensiviert werden und wir erst recht nicht aus diesem Hormoncocktail wieder rauskommen können. Die allermeisten Menschen verstehen immer noch nicht, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Sie gehen immer davon aus, aber in mir dort oben sind doch diese Gedanken drinnen und ich bemerke sie doch. Ja, natürlich tust du das. Aber nur weil in dir Gedanken drinnen sind, heißt es noch lange nicht, dass du deine Gedanken bist. Du würdest ja auch nicht vermutlich auf die Idee kommen und sagen, ich bin meine Milz oder meine Galle oder meine Leber. Nein, darauf kommst du niemals darauf. Du kommst auch nicht darauf, wenn du irgendwo essen gehst und einen Döner oder irgendwas anderes isst, um zu sagen, ich bin ein Döner, weil der jetzt in mir innen drinnen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass ich es gar nicht abstreite, dass in dir Gedanken drinnen sind. Aber würdest du mir nicht auch recht geben, schreib's mir mal in die Kommentarbox, ob es ein fundamentaler Unterschied ist, ob ich selber sage, ich habe Gedanken in mir oder ich bin meine Gedanken. Dieser Satz, und das ist schon der erste Gamechanger für dieses Video, den du verstehen kannst. Die Wortwahl macht es und die Verbindung mit dem Glauben daran. Die Verbindung an den Glauben daran, ich bin meine Gedanken, obwohl es nicht so ist, macht ganz viele Probleme mit uns. Sehr viele Probleme mit uns. Denn wir identifizieren uns mit diesen Gedanken, obwohl wir die Gedanken nicht sind, sondern sie sind in uns. Nochmal, du erinnerst dich noch am Anfang dieses Videos. Ich mache ein Katzengeräusch, du bist eine Katze. Oder bin ich deine Stimme? Warum hast du diesen Gedanken? Da gehst du auf einmal her und sagst, nein, ich kann mich davor distanzieren. Ich bin doch keine Katze, ich bin doch keine Schere, ich bin doch dies oder jenes nicht. Aber wenn ich andere Gedanken habe, wie zum Beispiel, wann kriege ich wieder eine Panikattacke? Oder könnte ich dem was antun? Oder könnte ich dazustechen? Oder vom Fenster springen, einen Autounfall haben, etc. Dann haben wir die ganze Zeit diese katastrophisierenden Gedanken und identifizieren uns mit denen. Und warum identifizieren wir uns mit ihnen? Weil wir daran glauben, dass die Gedanken, die in uns innen drinnen sind, etwas mit uns zu tun haben. Und das ist der ganz große Unterschied zu Menschen, die glauben, sie sind ihre Gedanken und Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie ihre Gedanken gar nicht sind. Stell dir einmal vor, eine Person X, ich mache ein ganz simples Beispiel, leidet unter einer hypochondrischen Erkrankung.
und macht sich den ganzen Tag darüber Gedanken, welche Krankheiten sie haben könnte, etc. Ich könnte diese Krankheit haben. Jetzt kommt Person B. Diese Person B ist davon überzeugt, dass sie nicht ihre Gedanken ist. Ab und zu mal treten bei dieser Person auch diese Gedanken auf. Ich könnte diese oder jene Krankheit bekommen, etc. Sie ist aber davon überzeugt, dass die Person nicht ihre Gedanken ist. Was hat es jetzt was hat das für eine Schlussfolgerung in dem Moment? Die Schlussfolgerung ist folgendes. Die Person identifiziert sich nicht mit diesen Gedanken, was zur Folge hat, dass eine Bewertung in dem Moment mit dem eigenen Ego nicht stattfindet. Und wenn diese Bewertung, diese Verbindung nicht stattfindet, dann entsteht daraus resultierend natürlich auch keine Emotion. Neulich fragte ich einer meiner Klienten, was tut dir richtig weh? Deine Gedanken oder deine Emotionen? Und wenn du dich entscheiden könntest, dass du nur eine Sache aus dieser Welt verbannen könntest, ja? Du könntest so in den Finger schnipsen und es wäre weg. Es gäbe kein Problem mehr. Für was würdest du dich entscheiden? Du hast diese und jene Gedanken nicht mehr oder diese und jene Emotionen nicht mehr? Er antwortete und sagte, da muss ich erst mal überlegen, weil mir tut eigentlich beides weh, beides stört mich. Darauf erwiderte ich, nein, dich stört nicht beides. Das kann nicht sein. Gedanken können einen Menschen per se nicht stören. Gedanken sind nur Gedanken. Gedanken sind nur Gedanken. Gedanken stören einen Menschen per se niemals. Wie meinst du das? Fragte er. Und ich sagte, naja, stell dir einmal vor, ich habe den Gedanken, dass ich morgen in New York in einem Job tätig bin, wo ich viele Millionen von Dollars verdiene und in einer gehobenen Position bin. Und dieser Gedanke erquickt mich, der macht mich richtig glücklich und fröhlich. Wenn du diesen Gedanken hörst, du bist eine sehr häusliche Person, weil du am Land lebst und du eigentlich auch niemals dein Stück Land verlassen willst in Bayern, wo du bist. Und du kriegst diesen Vorschlag, da hinzuziehen. Wie würdest du was würdest du für Emotionen bekommen? Und er sagte, ja, ganz grausame, weil ich möchte ja hier bleiben. Dann sagte ich darauf kann man doch jetzt eins feststellen. Der Gedanke ist doch nicht das Problem. Wir beide haben gerade denselben Gedanken. Du und ich, wir haben denselben Gedanken. Wir bekommen denselben Gedanken eingepflanzt, denselben Vorschlag. Aber du bekommst sehr negative Gefühle und ich bekomme Gefühle von Freude. Sind jetzt die Gedanken das Problem oder die Emotionen? Ja, er sagte, du hast recht, das sind die Emotionen, die wehtun. Ja, aber warum entstehen die Emotionen? Er sagte von den Gedanken. Nein, du hast nicht zugehört. Es sind nicht deine Gedanken, die diese Emotionen hervorrufen. Es ist das, wie du über deine Gedanken denkst. Die Beziehung zu deinen Gedanken. Wie denkst du über deine Gedanken? Was hast du für eine Beziehung zu deinen Gedanken? Was ist deine Meinung über? Wie ist deine Einstellung zu deinen eigenen Gedanken? Wie gehst du mit den Gedanken um? Ja? Also es sind nicht die Kognitionen, also die Gedanken an sich, sondern die Metakognitionen, die Beziehung zu unseren Gedanken. Wie denken wir? Wie ist unsere Einstellung zu unseren eigenen Gedanken? Was ist Grübeln überhaupt? Was ist Sorgen eigentlich überhaupt? Man hört es immer im Volksmund. Jeder sagt es so einfach, ja, der macht sich gerade Sorgen. Ja, der tut Grübeln. Aber was ist Sorgen? Was ist Grübeln? Wusstest du, dass Grübeln und sich Sorgen machen tatsächlich pathologisch werden kann? Es kann richtig pathologisch werden. Pathologisch bedeutet, es wird krankhaft. Es ist übertrieben. Es ist zu viel. Und weil es so viel ist, werden wir krank. Wir werden krank. Wir werden wirklich krank. Wir werden sogar körperlich krank. Wir kriegen Rückenschmerzen. Wir kriegen Verdauungsprobleme. Wir haben weniger Hunger, bis gar kein Hunger oder essen zu viel. Jeder reagiert ein bisschen anders. Haben Schlafprobleme. Wir fühlen uns, als würden wir uns neben uns stehen. Wir haben Konzentrationsprobleme und danach kommen noch ganz andere Dinge dazu, die den Rahmen sprengen würden. Grübeln und sich Sorgen machen hat eins gemeinsam. Der Inhalt auch hier, egal. Wirklich, ich sag dir, egal. Ich kann dir ein Beispiel machen. Ich rate dir aber nicht, das nachzumachen. Aber ich sag dir ein Beispiel. Stell dir vor, ich würde dich dazu anleiten, die nächsten 2 Wochen, ich bitte dich, hör mir genau zu, weil es so wichtig ist, ich bitte dich. Ich würde dich dazu anleiten, die nächsten 2 Wochen darüber nachzugrübeln, warum die Banane krumm ist. Ja, du hast richtig gehört, warum die Banane krumm ist. Du sollst 2 Wochen darüber nachgrübeln.
Du denkst darüber nach, warum sie krumm ist. Du kommst nicht zu einem Ergebnis. Ja, vielleicht, weil sie aus diesem und diesem Land kommt. Vielleicht hat es das Wetter so gemacht. Irgendwann mal hast du alle möglichen Optionen durch und hast keine Antwort darauf, warum sie krumm ist. Du merkst es gar nicht, weil es dir gar nicht bewusst ist. Und irgendwann mal bist du wieder am Anfang. Du stellst wieder dieselbe Frage, vielleicht weil du aus diesem und diesem Land kommst und merkst dann, dass du vorgestern schon diese Fragen gestellt hast. Was ist das? Das ist Grübeln. Das ist Grübeln. Du drehst dich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Das zentrale Thema in der Mitte ist die Banane. Die Banane. Warum ist sie krumm? Es dreht sich außen herum im Kreis. Warum ist sie krumm? Warum ist sie krumm? Wir fragen uns immer, wenn wir grübeln, immer warum. Und gehen dann in die Vergangenheit und fragen dann, warum ist die Banane krumm? Warum ist sie krumm geworden? Etc. etc. Was ist sich Sorgen machen? Sich Sorgen machen ist im Prinzip dasselbe wie grübeln. Es gibt aber einen Unterschied. Beim sich Sorgen machen gehen wir in die Zukunft. Wir gehen in die Zukunft und schauen in die Zukunft und stellen uns folgende Frage. Was wäre, wenn... ... Auch hier ein Beispiel, bitte nicht nachmachen, aber wenn du es nachmachen würdest, würdest du nach der Zeit sehr, sehr starke Angstgefühle bekommen. Das heißt also, hast du Bock, hast du Lust auf eine Angststörung, dann mach genau das. Ja, weißt du nämlich was? Ja, du gehst in die Zukunft und fragst dich den ganzen Tag, was wäre, wenn mich morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, der Blitz trifft? Okay? Du bekommst darauf keine Antwort. Du wirst darauf keine Antwort bekommen, ja? Was wäre, wenn er mich trifft? Wie kann ich das verhindern? Etc. Was wäre, wenn das da passiert? Was wäre, wenn das da passiert? Die Antworten darauf, naja, die existieren nicht, die gibt es nicht. Warum gibt es sie nicht? Weil wir Menschen nicht die Fähigkeit besitzen, eine Glaskugel zu haben, reinzusehen und reinzuschauen und zu sagen, ah ja, ich habe die Weisheit mit den Löffel gefressen. Ich weiß, morgen wird mich der Blitz um diese oder jene Uhrzeit treffen. Natürlich wollen wir das Ganze aber. Wir wollen gerne wissen, was morgen passiert, was wäre, wenn, etc., etc. Aber vielleicht ist das gar nicht notwendig, vielleicht brauchen wir das gar nicht wissen, denn hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht oder dich selber mal darüber im Klaren dir selber geworden, was das eigentlich mit uns machen würde, wenn wir alles wissen würden, was morgen, übermorgen, in einer Woche, in einem Monat oder sonst irgendwas passiert? Weißt du, ich stelle dir mal folgende Frage. Würdest du gerne wissen wollen, an welchem Tag, an welchem Datum, um welche Uhrzeit, an welchem Ort und warum und wieso du sterben wirst? Schreib es mir mal in die Kommentarbox. Also ich würde es nicht wissen wollen. Also ich rede jetzt nur von mir. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würde es nicht wissen wollen. Ich will nicht wissen, wann dieser Tag ist. Denn wenn ich das weiß, verliert das Leben seine Würze. Es verliert seine Würze. Ich weiß dann nicht mehr, warum stehe ich dann morgen auf? Und was soll ich tun? Wo ist die Neugier? Neugier ist weg. Ich habe keine Neugier mehr. Ich hab keine Vorfreude mehr. Es ist alles so wie, naja, für was das Ganze? Wozu das Ganze? Wozu brauche ich das? Siehst du? Und das ist das mit dem sich Sorgen machen. Wir wollen die Kontrolle, ja? Wir wollen die Kontrolle beim sich Sorgen machen, damit wir auf Dinge vorbereitet sind und besser darauf reagieren können. Dazu habe ich auch ein Beispiel an dich. Ich würde dich dazu einladen, ein kleines Experiment mit mir durchzuführen. Stell dir vor, du bist am Strand. Du bist im Urlaub. Du bist Vater oder du bist Mutter. Ganz gleich. Du kannst auch Geschwisterchen sein. Das ist deine Schwester, dein Bruder. Es könnte dein Ehemann sein oder dein Freund. Egal, es ist eine geliebte Person. Diese geliebte Person ist am Strand am Wasser. Du liegst. Es ist ein schöner Tag. Deine Gedanken sind nur im Moment. Du bist im Flow. Dir geht es gut. Sehr gut. Und auf einmal hörst du Schreie. Es ist deine geliebte Person. Sie schreit, Hilfe, Hilfe, Hilfe. In diesem Moment stehst du auf, rennst und kommst der geliebten Person zur Hilfe. Du denkst nicht darüber nach. Wie kann ich ihr helfen? Soll ich reinspringen? Soll ich Hilfe holen? Nein. Du handelst instinktiv. Du verschwendest gar keinen Gedanken darüber. Du machst dir nicht mal einen Gedanken darüber, wie du ins Wasser reinkommst und die Person hilfst. Aber du tust es. Du tust es einfach. Du springst einfach rein und holst die Person raus. Und Gott sei Dank, dieser Geschichte zur Folge nach, läuft auch Gott sei Dank alles gut. Aber was lernen wir aus dieser Geschichte? Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Wir lernen Folgendes aus dieser Geschichte. Du brauchst keine Sorgen dir zu machen, um in der Zukunft besser vorbereitet zu sein, denn du besitzt alles in dir schon bereits drinnen. Du hast es jetzt schon drinnen, du hast es jetzt schon in dir. Du hast es in dir jetzt.
Du besitzt alles. Es ist dein Instinkt, es ist deine Intuition. In diesem Moment das Richtige zu tun, an der richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, es macht gar keinen Unterschied. Ob du vorher dir darüber Sorgen gemacht hast, gestern, vorgestern, vor der Woche, vor einem Monat, wenn wir in den Urlaub fahren und mein geliebter Partner hat Probleme beim Ertrinken oder denen passiert da irgendwas, ich mache mir darüber Sorgen, dann habe ich bessere Kontrolle etc. Nein, es ist völlig überflüssig. Das Einzige, was passiert ist, dass du in dieser Zeit, bevor du in den Urlaub fährst, deine Vorfreude zunichte machst und das Ganze warum? Weil deine Vorfreude überschattet ist von dem Gefühl der Angst. Und das Gefühl der Angst kommt, weil du dir Sorgen machst. Und jetzt erkläre ich dir, warum das Ganze überhaupt so ist, warum das überhaupt diese Gefühle auslöst. Es hat nichts damit zu tun, was das Thema ist. Du kannst dir Sorgen machen, ob dein Partner am Strand ertrinken würde. Du kannst dir Sorgen darüber machen, ob Wladimir Putin uns den Krieg erklärt. Du kannst dir Sorgen über die Inflation machen. Ja? Du kannst dir über alles Mögliche Sorgen machen, über deine Gesundheit, wie es im Alter ist, etc., ob dein Kind gesund aufwachsen wird. Es ist egal. Das Thema ist egal. Es geht um die Gedankenart, wie wir denken. Wie wir denken. Und auch hier ist wieder dieses Kreisdenken. Es ist Kreis. Es ist Kreisdenken. Wir denken im Kreis, wir denken im Kreis. Wenn wir im Kreis denken, es ist egal, ob es die Banane ist, es ist egal, ob der Blitz ist. In der Zukunft ist es der Blitz, in der Vergangenheit ist es die Banane. Wir haben aber beides mal einen Kreis. Denken wir beides mal in einen Kreis. Passiert Folgendes. Unser Gehirn, unsere Amygdala, versteht jetzt auf der Metaebene, Metakognition, es gibt keine Lösung. In der Zukunft finden wir keine Lösung, weil wir keine Glaskugel haben. In der Vergangenheit finden wir keine Lösung, weil die Vergangenheit schon geschehen ist. Das heißt, wir kriegen keine Lösung. Deine Amygdala nimmt es so auf, als würde real ein Problem entstehen. Ja? In deinem Kopf entstehen dieselben Probleme wie in echt. Und jetzt entsteht etwas. Aber nicht wegen dem Gedankeninhalt, sondern die Art zu denken, im Kreis zu denken, versteht deine Amygdala jetzt. Deine Amygdala versteht das jetzt, in diesem Moment, als hoffnungslos. Als Angst, weil wir keine Kontrolle darüber haben. Als Schwermut, weil wir keine Lösung finden. Als Trauer, weil wir es nicht zulassen und immer wieder im Kreis denken und keine Lösung dafür finden. Das bedeutet, deine Amygdala versteht jetzt in diesem Moment, Kreisdenken ist keine Lösung. Und jetzt wird spannend, hören wir genau zu, wie wir dieses Konstrukt auflösen können. Wie wir es dauerhaft und vor allen Dingen nachhaltig auflösen können. Du darfst eines verstehen. Es geht ab jetzt, ab heute, ab jetzt, gilt es, sich nicht mehr darüber Gedanken zu machen und sich nicht mehr darüber zu beschäftigen, was der Inhalt des Grübelns ist, sondern zu verstehen, warum ich gerade mir Sorgen mache als Ganzes und verstehen, warum ich gerade grübel als Ganzes. Dazu darf ich in diesem Moment erstmal mich selber verstehen, mich selber erkennen und merken, hey, ich mache mir gerade Sorgen. Hey, ich grübel gerade. Hey, ich mache mir gerade Sorgen. Hey, ich grübel gerade. Und das ist der Gamechanger in diesem Moment. Nicht, warum wird das morgen passieren, etc. auf der kognitiven Art oder warum habe ich damals dieses und jenes getan? Nein, ich grübel gerade. Nein, ich mache mir gerade Sorgen. Wenn ich das einmal verstanden habe und diesen Metablick habe auf meine Gedanken, dann verstehe ich in diesem Moment auch, dass ich in diesem Moment gerade im Kreis denke. Entweder in die Zukunft, Glaskugel, du weißt, Vergangenheit, Banane, du weißt. Und ich weiß jetzt, wenn ich mich gerade auf diesen Pfad bewege, wenn ich gerade auf diesen Weg bin, mich auf diesen Pfad bewege, dann weiß ich jetzt, dass ich auf jeden Fall ganz sicher, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit ganz sicher kein Ergebnis in der Zukunft finden würde und kein Ergebnis in der Vergangenheit. Demzufolge kann ich mich jetzt ab diesem Moment hinterfragen. Warum tue ich gerade mir Sorgen machen? Warum grübel ich gerade? Was steckt hinter dem Sorgenmachen? Was steckt hinter den Grübeln? Ein Glaubenssatz.
Ein Glaubenssatz steckt dahinter. Es steckt über die Gedanken ein Glaubenssatz dahinter. Es steckt der Glaubenssatz dahinter, und das ist bei den allermeisten bei den Sorgen, natürlich ist das bei jedem etwas individuell. Jeder hat so seine eigenen Sachen, deswegen ist es jetzt schwierig für dich, das ganz persönlich und individuell zu machen. Dass die allermeisten Menschen jetzt glauben zu meinen, wenn ich mir Sorgen mache, dann kann ich in der Zukunft dieses oder jenes Unheil verhindern oder habe eine bessere Chance, besser vorbereitet zu sein. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Strand. Und wenn ich grübel in der Vergangenheit, wenn ich grübel, dann mache ich das, dann tue ich das, weil ich dann meine, dann bin ich im Hier und Jetzt aus meinen Fehlern besser bewusst und kann besser darauf reagieren, was im Hier und Jetzt passiert. Aber hey, das stimmt gar nicht, das ist gar nicht wahr, weil jetzt sagen die allermeisten, aber Juan, da hast du aber nicht recht. Man soll doch reflektiert sein und aus seinen Fehlern lernen. Ja, natürlich, aber nicht in Form von Grübeln, denn Grübeln ist destruktiv. Würden wir konstruktiv über das nachdenken, was uns passiert ist, dann würden wir uns andere Fragen stellen. Dann würden wir uns nämlich fragen, wie kann ich dies oder jenes und nicht warum. Und in der Zukunft würden wir uns fragen, was und nicht was wäre, wenn. Denn wenn wir unser Gehirn darauf zu trainieren, uns wie Fragen zu stellen und was Fragen zu stellen, dann kriegen wir automatisch konstruktive Antworten. Wenn wir uns Fragen stellen, warum, kriegen wir destruktive Antworten. Und wenn wir uns Fragen stellen, was wäre wenn, kriegen wir auch destruktive Antworten. Und das ist dann der Pfad, dass wir uns immer weiter und tiefer in den Grübeln und in den sich Sorgen machen, hineingrübeln, dann entstehen die Gefühle. Und wenn die Gefühle entstehen, dann geht das Grübeln und sich Sorgen machen immer weiter. Und das ist dieser Teufelskreis der psychischen Störungen. Im nächsten Schritt können wir und dürfen wir, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, und da scheitern fast alle daran. Wir dürfen jetzt akzeptieren, dass jetzt, weil aufgrund dessen, und das ist das Schwierige, das ist wirklich schwierig, das gebe ich zu, aber Übung macht den Meister. Wir dürfen und können jetzt verstehen, dass unsere Gedanken aufgrund dessen, weil wir sie in der Vergangenheit immer auf eine bestimmte Art und Weise, auf die gleiche Art und Weise trainiert haben, erstmal weiterhin so sich verselbstständigt haben und weiter so laufen. Was sich aber verändert hat, ist dein Blick auf dieses Grübeln und sich Sorgen machen. Und weil du den Blick verändert hast, kannst du jetzt Folgendes tun. Du kannst Folgendes machen. Wir können es nicht verhindern, dass über unseren Kopf ein Vogel fliegt. Das können wir nicht verhindern. Aber wir können es verhindern, dass der Vogel über unseren Kopf ein Nest legt. Und so darfst du dir das mit deinen Gedanken vorstellen. Du darfst und kannst es nicht kontrollieren, was der nächste Gedanke in deinem Kopf ist, der als nächstes entsteht. Aber du hast die Entscheidung als bewusstes Ich, wenn du verstehst, dass du deine Gedanken nicht bist, diesen Gedanken nicht zu folgen. Und wenn du ihnen nicht folgst, dann versteht jetzt dein Gehirn, dass sich so langsam der Kabelsalat nicht mehr so strikt und fest ist in dieser Grübelei, sondern er lockert sich dann langsam auf, weil du nicht mehr folgst. Jetzt kannst du das Akzeptieren anfangen. Jetzt bleiben die Symptome der jeweiligen psychischen Störung weiterhin erstmal vorhanden, wie zum Beispiel, dass das Nervensystem sehr stark ist, dass immer noch diese Gefühle und Emotionen da sind, etc. weiterhin bestehen. Das kannst du jetzt begegnen mit dem Game Changer der Angst, wenn man, der Akzeptanz, wenn man so möchte. Mit der Akzeptanz. Du kannst jetzt anfangen, diese körperlichen Symptome zu akzeptieren. Womöglich werden jetzt weiterhin diese Gedanken nach oben kommen. Was ist das für ein Gefühl? Könnte das ein Herzinfarkt sein? Warum habe ich diesen Gedanken etc.? Du fängst an, das zu akzeptieren. Es ist so. Und weil du es akzeptierst, entsteht kein Widerstand. Und weil kein Widerstand entsteht, können diese aufgestauten Emotionen, worüber du immer gegrübelt hast und dir immer Sorgen gemacht hast, sie können jetzt akzeptiert werden und fließen. Sie können fließen. Und lass dir mal eins gesagt sein. Bei allen Gefühlen, bei wirklich allen Gefühlen, bei allen Emotionen ist es immer Folgendes der Fall. Kein Gefühl, keine Emotion kann für immer anhalten. Es ist nur dein Widerstand gegenüber der Emotion, die sie länger macht und immer mehr Leid in dir verursacht. Und jetzt fragst du dich, super, und was mache ich jetzt mit den ganzen körperlichen Symptomen, wenn das Nervensystem immer noch verrückt spielt
und ich nicht zur Ruhe komme wegen Sympathikus und Parasympathikus, also Vagusnerven etc., was da alles sich da so aufgestaut hat, dann geht's hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.